Die Rotation, welche wir an den Aktienmärkten seit Januar beobachten können, weg vom Big Tech in andere Sektoren und auch andere Regionen, hat sich nun seit dem 19. Februar, als der Markt den Höhepunkt erreicht hatte, nochmals akzentuiert. Seitdem hat zum Beispiel der amerikanische Nasdaq-Index rund 10% verloren. Müssen wir uns nun Sorgen machen? Wir glauben nicht. Denn zum einen handelt es sich hier auch um eine gesunde Bewertungskorrektur. Andererseits ja, es gibt eine Abschwächung der amerikanischen Konjunktur. Die bleibt aber doch robust mit rund 2% BIP-Wachstum in diesem Jahr. Gleichzeitig ist es auch gesund, dass die Euphorie am Markt abgenommen hat. Dies kompensiert wiederum das abnehmende Momentum. Was haben wir nun in der Asset Allocation für April geändert? Zum einen bleiben wir neutral in der Aktiengewichtung der entwickelten Länder. Wir nehmen allerdings zwei Sektoren ins Portfolio mit hohem Gewinnwachstum, Pharma und Halbleiter, defensiv und zyklisch. Insgesamt aber mit der Übergewichtung in den Schwellenländern ist die Aktienquoten weiterhin übergewichtet. Obligationen erhöhen wir durch den Kauf von Schweizer Obligationen, wo wir denken, dass einerseits der Renditeanstieg zu ausgeprägt war im Sog des Anstiegs im Euroraum. Andererseits können wir so auch den Schweizer Franken aufbauen, weil wir inzwischen denken, dass die SNB ihren Zinssenkungszyklus beendet hat. Und drittens nehmen wir Gewinne mit beim übergewichteten Gold, wo wir der Meinung sind, dass die Stimmung doch inzwischen relativ euphorisch geworden ist. Weitere Details zur Asset Allocation und auch andere Themen entnehmen Sie auf der Swisscanto-Seite.